Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute wollen wir bei dem Corsa E Baujahr 2017, 66 kW, 1,4 Benzinmotor, und bei dem wollen wir einmal die Zündkerzen wechseln. Wie man das Ganze wechseln kann, würde ich euch gerne zeigen. Alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung, wie Werkzeug oder die Zündkerzen. Und ja, wie man das Ganze austauschen kann, würde ich euch gerne zeigen. Und ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, noch eine kurze Einblendung. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer, und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt: 50-Euro-Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive-Gutschein oder Amazon-Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten und wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt. Ja, die Zündkerzen befinden sich hier einmal unter dem Deckel. Das Ganze einmal hochhebeln. So. Das Ganze ist hier auf solchen Kunststoffklammern. Das Ganze hochziehen, aber wirklich vorsichtig, die brechen sehr, sehr gerne. Und mit einem 30er Torx die Zündspule abschrauben. Und den Stecker einmal. Der hat jetzt den ganzen Fokus auf den Motorhaubenhalter. Das Ganze hier einmal entriegeln und dann einmal drauf drücken. Und 2 Torx-Schrauben abschrauben, 30er Torx. Und dann können wir das Ganze leicht raushebeln. Es gibt ein spezielles Werkzeug, was man hier reinschrauben kann und das Ganze hochziehen. Wir machen das einmal mit einem Schraubenzieher. Und jetzt ist es ganz wichtig, das Ganze auspusten. Und ganz wichtig, hier das Ganze auch einmal auspusten. Warum ist das so wichtig, das Ganze auszupusten? Damit uns kein Dreck in den Zylinder fällt. So mit einer Zündkerzennuss oder mit einer langen 16er Nuss. Das Ganze jetzt einmal abschrauben. Ideal ist es, wenn ihr das Ganze einmal löst und dann nochmal auspustet, weil ab und zu bildet sich unten eine Kruste und dann bricht das Ganze und dann habt ihr wieder Dreck da unten.
So, und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, derjenige, der weiß, wo der erste Zylinder ist, wo der zweite Zylinder ist, wo der vierte Zylinder ist. Das ist jetzt, schreibt mal in die Kommentare bitte, was ihr denkt, welcher Zylinder das hier ist. So, mit einem Magneten könnt ihr das Ganze einmal rausholen. Original Opel sehen nicht so schlecht aus. Und dann können wir die neue schon mal ansetzen. Das Ganze ist 4-mal. Und dann ziehen wir das Ganze fest. Wichtig ist es, dass ihr einen Magneten benutzt, wenn ihr die Zündkerzen reinsetzt. Warum? Warum ist das so wichtig? Damit die halt nicht auf diesen Kontakt drauf fällt und sich dieser Abstand hier von der Zündkerze, sich der Abstand nicht ändert, weil der ist natürlich wichtig, dass der Funke vernünftig passt. Deswegen setzt die sanft rein. Und dann das Ganze einmal festmachen. Das war's. Ja, Leute, und so kann das Ganze aussehen bei dem Opel Corsa. Wirklich eine schnelle Nummer. Und ja, schreibt mal unten in die Kommentare, wann ihr so die Zündkerzen wechselt. Und ansonsten hoffe ich, dass ich dem einen oder anderen damit weitergeholfen habe, Zündkerzen bei dem Corsa E zu wechseln. Wichtig, Wechselintervall einhalten, die Zündkerzen auch mal wechseln. Nicht denken, dass die gar nicht gewechselt werden müssen, weil dadurch, dass der Kontaktabstand immer größer wird, die Zündkerzen verschleißen ja, dadurch wird der Kontaktabstand immer größer, die Spule muss mehr Power aufbringen und dadurch geht sie sehr oft meistens kaputt. Deswegen wichtig, schreibt mal auch mal unten in die Kommentare, wann ihr so die Zündkerzen wechselt. Ja, und ansonsten, ja, Werkzeug blenden wir unten ein. Mit dem Rabattcode VITJAWOLF kriegt ihr bei XXL 5%. Drehmomentschlüssel, Zündkerzennüsse, Magnet. Aber da wisst ihr auch selber Bescheid. Also, ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, ist immer noch kostenlos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!